Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch zwei Parfums vorstellen, die sich wirklich sehr ähnlich sind. Aber trotzdem gibt es einige kleine Unterschiede, die ich euch hier kurz im Video erläutern möchte. Es könnte ja auch vielleicht ausschlaggebend für euren Kauf sein. Wir haben einmal hier zur linken 40 Knots der Nischenmarke Xerjoff und zur rechten Ombre Nuit von Christian Dior. So, dann legen wir am besten direkt mal los. Ich möchte gar nicht so ausführlich auf das jeweilige Parfum eingehen, weil es ja heute primär um den Vergleich geht. Also, für mich gibt es zwei, drei ganz wesentliche Unterschiede. Also, ein ganz wesentlicher Unterschied ist, in 40 Knots ist zum einen eine salzige Note, die in Ombre Nuit nicht vorhanden ist. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht finde, dass diese salzige Note sehr präsent ist in 40 Knots, sondern die schwingt eher sehr angenehm mit. Das finde ich auch wirklich gut, denn ich bin kein Fan von einer intensiven salzigen Note und das ist für meinen Geschmack wirklich ideal in 40 Knots gelöst. Ja, und zum anderen haben wir in 40 Knots eine Honignote, die vor allem im Dry Down für mein Empfinden auch recht präsent ist. Dadurch empfinde ich das Parfum übrigens nicht als sehr frisch, wie es manchmal bezeichnet wird. Für mich wird es im Dry Down durch die Honignote tatsächlich auch leicht süßlich. Es hat für mich dann einfach nicht mehr so viel mit einem frischen Parfum zu tun. Eben diese Honignote ist in Ombre Nuit nicht vorhanden. Und deswegen empfinde ich den Dry Down von Ombre Nuit auch nicht ganz so süß wie eben in 40 Knots. Wiederum haben wir in Ombre Nuit eine recht frische Kopfnote. Wir haben nämlich eine Bergamotte und eine Grapefruit. Die beiden Duftnoten sind zwar nicht lange präsent, aber tatsächlich startet Ombre Nuit auch recht spritzig, was wiederum in 40 Knots nicht der Fall ist. Und wir haben in Ombre Nuit eine Rosennote. Und zwar wird hier mit der türkischen Rose gearbeitet. Und das ist auf der Seite von Ombre Nuit der ganz wesentliche Unterschied. Für mich ist Ombre Nuit insgesamt etwas eleganter, etwas weicher und etwas feiner. Das kommt eben für mein Empfinden durch die Rosennote, die eben nicht in 40 Knots vorhanden ist. Wir haben, wie gesagt, in 40 Knots Honig und eine salzige Note und in Ombre Nuit haben wir eine frische Kopfnote und im weiteren Duftverlauf eine wirklich sehr feine und angenehme Rose. Ein ganz wesentlicher Unterschied hingegen ist die Haltbarkeit. Also Ombre Nuit hält an mir ja so circa 7 Stunden. Jede Haut ist anders, das kann bei euch natürlich plus minus sein. An mir hält 40 Knots hingegen circa 10 bis 11 Stunden. Also es hält wirklich sehr, sehr gut an mir. Und das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich auch den Preisunterschied erwähnen. Ich habe hier einen 50 ml Flakon von 40 Knots. Der Vergleich würde dadurch etwas hinken, weil wir hier Ombre Nuit in 125 ml haben. Also habe ich mir jetzt mal den Preis für die 100 ml von 40 Knots herausgesucht. Die liegen so bei ca. 290 Euro. Und dann haben wir eben, wie gesagt, Ombre Nuit für 125 ml so ca. 240 Euro. Dadurch ist 40 Knots natürlich unterm Strich doch deutlich teurer. Der Milliliterpreis liegt dann bei 2,90 Euro, wohingegen Ombre Nuit pro Milliliter so bei ca. 1,90 Euro liegt. Zusammengefasst kann man sagen, 40 Knots ist deutlich teurer, hat dafür aber auch eine wesentlich bessere Performance, ist etwas süßer als Ombre Nuit durch die Honignote, hat auch eine angenehme salzige Note. Ombre Nuit ist also deutlich günstiger, schwächelt dafür im Vergleich zu 40 Knots, aber in der Haltbarkeit, also in der Performance. Für mein Empfinden ist Ombre Nuit eben nicht ganz so süß, weil wir keinen Honig enthalten haben.
Wir haben durch die Rose meiner Meinung nach eine etwas feinere, weichere, man könnte vielleicht auch etwas edlere Duft-DNA sagen. Aber man muss trotzdem insgesamt sagen, dass sich diese beiden Parfums wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Für welches Parfum ihr euch entscheidet, ja, das ist eben eure Entscheidung. Es ist Geschmackssache. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, welche Brand man vielleicht mehr feiert als die andere und so weiter und so fort. Ihr seht ja selbst, ich habe vom 40 Knots die 50 Milliliter Variante, wodurch der Milliliterpreis natürlich nochmal deutlich teurer ist. Wiederum gibt es von Ombre Noir auch die 40 Milliliter, wodurch auch da natürlich der Milliliterpreis dann nochmal deutlich steigt. Auf der anderen Seite gibt es von Ombre Noir aber auch die 200 ml, wodurch wiederum der Milliliterpreis sinkt und so weiter und so fort. Also das müsst, wie gesagt, ihr entscheiden. Ich wollte einfach in dem Video die kleinen, aber feinen Unterschiede einmal aufzeigen. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du da Unterschiede herausriechst, ob du das vielleicht ähnlich oder auch anders siehst. Würde mich freuen. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und bis demnächst.